Eine kombinierte On- und Off-Ramp für eure Kryptowährungsgeschäfte wäre natürlich bequem und sparen viel Zeit. Betreute All-in-One-Lösungen sind sehr beliebt, beherbergen aber auch einige Risiken. Ich habe mir eine Plattform heute etwas genauer angeschaut und muss leider davor warnen. Welche Plattform das ganz genau ist, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Krypto steht für die Selbstverantwortung, dass wir endlich wieder die Verantwortung für unsere Dinge selbst übernehmen, gerade auch was das Thema Finanzen angeht. Trotz dieser Werte nutzen immer noch viele Akteure im Kryptobereich zentrale Plattformen, also Plattformen, die mit einer Fremdverwaltung aufwarten, wo ihr also nicht selbst Herr über eure Assets seid. Das lässt sich relativ einfach feststellen, wenn wir uns hier einfach mal nur die Handelsvolumina der größten Exchanges angucken, dann werden wir feststellen, dass in den zentralen Exchanges immer noch die meiste Musik spielt. Wenn wir uns hier mal die größten Exchanges angucken, dann gehen da zum Teil am Tag auf nur einer einzigen Börse über 23 Milliarden US-Dollar an Trading-Volumen über die Bühne. Hier sind wir auf Platz 2 immer noch bei 2,5 Millionen, Platz 4 bei 4,3, 3,2 und so weiter und so fort. Wohingegen, wenn wir uns das Handelsvolumen auf den dezentralen Exchanges angucken, werden wir feststellen, dass hier auf Platz Nummer 1, hier ist Uniswap zu nennen, hier gerade mal ein Handelsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar pro Tag abzulesen ist. Das heißt, im Vergleich zu dem erstplatzierten der zentralen Exchanges haben wir hier nur etwa 1/15 des Handelsvolumens. Die eindeutig größere Sicherheit bringen natürlich die Plattformen, die non-custodial sind oder die Wallets, die auch non-custodial sind. Warum? Weil ihr hier immer eure eigenen Schlüssel haltet und ihr auch der alleinige Inhaber dieser Schlüssel seid. Die Verfügungsgewalt obliegt also vollständig bei euch. Wohingegen bei den custodial Wallets ihr immer jemand anderem vertrauen müsst, dass dieser keinen Schabernack in euren Assets anstellt und auch ordentlich wirtschaftet, damit aus einer eventuellen Insolvenz auch euch keinerlei Verluste entstehen. Swiss Money ist solch ein Anbieter, der solche zentralen Dienstleistungen anbietet, mit dem ihr also nicht nur eure Kryptos verwalten könnt, sondern auch von Fiat in Krypto eintauschen könnt und eure Kryptos dann auch wieder ausgeben könnt, sprich ein Off-Ramp in die Welt der Fiat-Währungen offeriert. Mir stellt sich immer wieder die Frage, wie sicher denn die Nutzung solcher zentralen Plattformen ist. Zur Klarstellung, ich möchte hier nicht sagen, dass Swiss Money oder andere zentrale Anbieter hier ein Scam ist. Bei Swiss Money bin ich mir relativ sicher, dass es kein Scam ist. Ich möchte hier lediglich eine Risikobetrachtung vornehmen, die euch dabei helfen soll, das Risiko während der Nutzung dieser Plattform besser einschätzen zu können. Übrigens geht hier auch ein herzliches Dankeschön an Khaled raus, der die Idee zu diesem Video gegeben hat und mir hier ein paar gute Hinweise gegeben hat, wo ich da am besten mit meiner Recherche ansetzen kann. Eine Bitte, bevor wir noch in das Thema einsteigen. Wenn ihr es schätzt, dass ihr regelmäßig und mehrmals pro Woche diesen kostenlosen Mehrwert auf dem Kanal mitbekommt, dann leitet diese Videos sehr, sehr gerne auch an andere Interessierte weiter oder hinterlasst einfach nur einen Daumen hoch, damit durch den YouTube-Algorithmus unsere Videos breiter gestreut werden. Mit dem gesagt, starten wir jetzt ins Thema rein. Wir starten damit, dass wir uns das Impressum von Swiss Money etwas genauer angucken. Warum? Um zum einen die Unternehmensstruktur etwas klarer offengelegt zu bekommen, um uns aber auch auf der anderen Seite anzugucken, wie denn diese Entität beaufsichtigt wird. Wir stellen hier als allererstes fest, dass Swiss Money eine Marke der sogenannten Swiss Wealth Management AG ist. Diese AG, die habe ich mir etwas zu Gemüte geführt, die ist natürlich im Unternehmensregister eingetragen. Man sieht es hier mit der passenden Handelsregisternummer als Aktiengesellschaft und die Branche ist das Betreiben von Fondsmanagement. Selbst das Unternehmen wurde 1976 gegründet, existiert also schon seit über 47 Jahren und von daher ist das allein schon einmal ein Qualitätsmerkmal. Wichtig zu wissen ist aber, dass wenn wir uns mal die Adresse, welche im Unternehmensregister aufgeführt ist, nämlich die Metallstraße 8 in Zug in der Schweiz, dass wir hier feststellen, dass es sich hier offensichtlich um eine reine Post- und Briefadresse handelt. Wir sehen nämlich hier, dass in dem Unternehmensregister auch schon nachzulesen ist, dass neben der Swiss Wealth Management AG weitere 7 Firmen unter dieser Adresse anzutreffen sind. Das haben wir auch selber noch einmal verifiziert. Definitiv hat die Swiss Wealth Management unter dieser Adresse keinerlei Büro, sondern es handelt sich lediglich um eine Brief- und Postadresse.
Wenn wir nochmal zurück ins Impressum zurückspringen, dann werden wir auch feststellen, dass die SWM AG von einer anderen Organisation überwacht wird. Und das ist nämlich diese Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers et Tosti. Und das ist jetzt ganz interessant, da habe ich auch ein bisschen recherchiert. Das ist also das Aufsichtsorgan für die SWM AG. Und das ist ein selbstregulierter, gemeinnütziger Verein. Der wird hier jetzt im Weiteren mit SoFit abgekürzt. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, da gibt es auch natürlich eine eigene Internetpräsenz hierfür und es ist einfach wichtig festzustellen, dass es, wie schon gesagt, ein selbstregulierter, gemeinnütziger Verein ist, der zum einen als Aufsichtsorgan für Finanzintermediäre und aber auch Treuhänder fungiert. Und das ist ein Verein, der von der FINMA zugelassen und lizenziert wurde. Wir werden uns jetzt im nächsten Punkt etwas genauer angucken, was denn das in der Praxis bedeutet oder bedeuten könnte. Für diejenigen, die meine Arbeit bzw. unsere Arbeit schon etwas länger kennen, die wissen, dass wir eine sehr kritische Einstellung zu Finanzaufsichtsbehörden teilen. Diese sind meistens interessengesteuert. Wenn man sich mal die Finanzierung dieser Einrichtungen etwas genauer anguckt, dann werden Interessenkonflikte nahezu offenkundig. Häufig sind sie auch relativ unnütz und ineffizient, wie man bei den verschiedensten Kapitalskandalen in den letzten Jahrzehnten gesehen hat. Da hat also die Finanzaufsicht, egal welches Land hier eben das betrifft, vollständig versagt und das in vielen, vielen Fällen. Wir müssen hier einfach mal feststellen, dass der Ablauf folgendermaßen ist. Die FINMA, also die Schweizer Finanzaufsicht, lizenziert einen Verein und dieser Verein beaufsichtigt dann wiederum die SWM AG. Wir haben hier also keine direkte Überwachung von der Finanzaufsicht direkt, sondern haben einen weiteren Mittelsmann, eine weitere Schnittstelle, die meines Erachtens die ganze Angelegenheit nur unübersichtlicher macht und auch definitiv verkompliziert. Die Überwachung, die adäquate Überwachung wird somit also definitiv schwieriger und intransparenter. Und ich für meinen Teil würde mir Gedanken machen, ob es das Risiko bei der Nutzung der Plattform wirklich wert ist. Ist also der gebotene Nutzen, der Swiss Money bietet, so hoch, dass diese Nachteile, die ja offenkundig werden, durch die etwas schwammige Überwachung dieser Entität überhaupt aufgewogen werden? Diese Frage kann sich natürlich jeder selbst beantworten. Wir ziehen aber zu guter Letzt natürlich noch ein kurzes Fazit. Ich für meinen Teil werde zentralisierte und betreute Plattformen meiden wie der Teufel das Weihwasser. Aus einem relativ einfachen Grund, weil meiner Meinung nach die erzielten Nutzen niemals die eingegangenen Risiken aufwiegen. Wir können das alles absolut vertrauenslos organisieren und können uns somit dann sicher sein, dass, wenn wir hier Kapitalverluste erzielen, selber dafür verantwortlich sind. Das ist meines Erachtens ein Weg mit einer viel, viel höheren Lernkurve. Ich werde euch in den nächsten Wochen einige komplett KYC-freie Off-Ramps vorstellen, die euch dabei helfen, die Kryptos, die ihr jetzt schon nutzt, wieder in die Fiat-Welt zu überführen. Es gibt auch KYC-freie oder KYC-arme Möglichkeiten, in den Kryptobereich einzusteigen. Ich werde euch die Videos, die ich dazu schon öfters gemacht habe, oben verlinken, aber auch unten in der Videobeschreibung. Guckt da sehr gerne mal rein. Meines Erachtens ist es absolut überflüssig, zentralisierte, betreute Plattformen fürs Off- und On-Ramping in der Welt der Kryptowährungen zu nutzen. Es braucht also absolut keine Betreuung, sondern Selbstverantwortung. Nehmen wir die Verantwortung in die eigenen Hände, dann gibt es keine bösen Überraschungen. Freut mich, wenn ihr aus dem Video einen Mehrwert ziehen konntet. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin. Ciao.